Hi, heute gibt es einen Real Talk, denn ich möchte mit euch über all das sprechen, was mich beschäftigt. Das ist nicht nur das Altern, sondern auch über die Themen, die ich spreche, über meinen Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt, denn ich möchte mit euch meine Gedanken teilen. Ich bin 38,5 und ich bin in einem Alter, in dem ich merke, dass ich altere. Also die 38 hat schon einiges verändert. Also ich bekomme immer mehr graue Haare, meine Falten unter den Augen werden sichtbarer, gerade die Krähenfüße. Es ist nicht so, dass ich in einer Midlife-Crisis bin. Komme ich damit zurecht? Ja. Ja. Es ist manchmal doch ein bisschen komisch, weil ich mich eben nicht so fühle. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie Mitte 20. Wenn ich mir das Alter aussuchen könnte, würde ich aber tatsächlich nicht nochmal in meine 20er Jahre zurückkehren. Warum? Ich finde, dass ich heute viel gelassener bin. Ich bin reifer und weiß, was ich möchte, was ich nicht so möchte. In meinen 20ern war ich teilweise sehr chaotisch. Da wusste ich nicht wohin. Ich bin immer noch chaotisch, aber da wusste ich, da gab es keine Linie. Was sich an mir nicht geändert hat, ist mein Freigeist. Ich war schon immer freiheitsliebender. Ich bin gerne gereist oder ich reise immer noch sehr viel. Ich bin mit anderen Kulturen in Kontakt und ich bin auch gerne mit anderen Nationen in Kontakt. Ich bin da sehr weltoffen und auch wissbegierig und ich führe auch gerne Beziehungen. Ich bin aber kein Mensch, der Beziehungen extrem fixiert. In meiner Welt gibt es keine Beziehungen, in denen sich der Partner so krass verändern muss. Ich kenne Paare, wo der eine nicht mehr das machen darf, der andere nicht mehr das, weil der andere ist dann beleidigt. Das gab es bei mir noch nie und ich halte davon nichts. Dann bin ich jemand, der geht oder dann bin ich auch immer gegangen, denn ich finde, man kann einen Partner nicht wirklich verändern. Es geht nicht um Kleinigkeiten. Es geht wirklich, wenn jemand irgendetwas mag, was du nicht magst. Aber man kann nicht eine Beziehung anfangen in der Hoffnung, dass der Partner sich dann verändert oder dass man versucht, den Partner zu verändern. Das ist absoluter Bullshit und davon halte ich nichts. Und von daher bin ich immer der Meinung, ja, leben und leben lassen. Sicherlich gibt es Kompromisse und so, aber alles im Rahmen. Ich reise zum Beispiel auch gerne alleine und ich habe mich mit einigen Männern unterhalten, die damit tatsächlich nicht klarkommen würden, wenn die Frau alleine verreist. Aber nicht, weil sie denken, da passiert etwas, sondern ich gönne ihr das, aber nur, wenn ich dabei bin. Ja, ich habe das Mindset nicht. Für mich gibt es eine Beziehung, wo beide okay sind. Klar, es gibt immer Kompromisse und sicherlich fliegt man auch mit dem Partner in den Urlaub, aber come on, ja? Wenn ich einen Partner habe, der sagt, ich möchte jetzt für ein paar Tage alleine weg, ja, dann mach es. In meinen 30ern bin ich doch etwas gelassener geworden. Früher hätte ich vielleicht mehr um Dinge gekämpft. Ich will nicht sagen, dass ich nicht um Dinge kämpfe, aber ich sehe ein, wenn etwas keinen Sinn ergibt. Ich bin nicht wirklich spirituell, aber es sollte schon die gleiche Energie sein. Und daraus habe ich gelernt. Der eine kann nicht 30 geben und der andere 100, dass man nicht immer 100 geben kann und es wird immer ein Ungleichgewicht sein. Aber der eine kann nicht nur nehmen und der andere geben. Das funktioniert nicht. Es muss der gleiche Vibe da sein. Ich habe mich schon immer für Themen interessiert, wie das persönliche Wachstum, zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, Trennungen, Bindungstypen. Auch wenn ich nicht immer involviert bin, interessieren mich die Themen. Einige unter euch haben bestimmt schon bemerkt, dass ich andere Videothemen habe. Das liegt einmal daran, dass ich nach 3 Jahren Hula Hoop nicht mehr weiß, was ich drehen soll. Ich habe so viele Tipps und Tricks in Richtung Hula Hoop gezeigt, dass ich einfach nicht mehr weiß, was ich noch zeigen soll oder was ich noch drehen kann. In meinem Leben gibt es nicht nur Hula Hoop. Ich denke mal, diese ganzen What I Eat, also dass ich euch mal zeige, was ich esse, dass ich euch über meinen Fitnessstand berichte und das dann auch Hula Hoop kommt, das wird auch bleiben. Aber nur ist aktuell nicht möglich oder ich weiß es nicht. Also mir fällt eben nichts ein. Schreibt mir sehr gerne eure Videowünsche in den Kommentaren. Ich hoffe, dass ihr okay damit seid, dass auch ab und zu mal etwas Persönlicheres kommt oder ja, tiefere Gedankengänge. Hautpflege interessiert mich auch. Ich glänze immer extrem. Das ist aber nicht, weil ich einen Highlighter benutze. Das ist mein Glow. Ich kann euch sagen, ich mache Mikrodermabrasion, ich habe so eine LED-Therapiemaske. Also Hautpflege ist auch ein wichtiges Thema in meinem Leben. Und Fashion. Ja, Fashion definitiv. Jetzt kommt der Beweis. Das ist Puder.
Und glänze ich? Manchmal ist das mir too much, ich weiß auch nicht. Seitdem ich die Forero Luna, sagen wir mal die Luna benutze, es ist keine Ahnung, das ist ein Game Changer. Und das sind so die Themen, die ich ansprechen wollte. Wie gesagt, hinterlasst mir gerne Feedback, hinterlasst mir gerne eure Videowünsche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht es gut und bis bald. Tschüss!